Hallo meine Freunde und willkommen, die wo mich noch nicht kennen, weil heute gibt es was ganz Besonderes. Ich wurde immer wieder gefragt, ich soll doch auch mal Videos über BMW machen und schaut mal, was mir zugelaufen ist. Ein hübscher 116i E87. Und zwar möchte ich heute zeigen, wie man die Bremsscheiben und die Bremsbeläge an der Vorderachse wechselt. Bevor wir das Auto aufbogen, müssen wir erstmal die Radkappe wegnehmen, weil wir müssen die Schrauben zumindest lösen, weil wenn das Auto aufgebockt ist, kriegt er die ja so einfach nicht mehr los, weil das Rad mitdreht. Die Schrauben haben 17er Schlüsselweite, man müsste sie mit ein bisschen langen Hebel kurz anlösen. Das Problem bei solchen modernen Autos ist, dass man sie eigentlich nirgends richtig aufbogen kann. Es gibt nur einen einzigen Punkt für den Wagenheber, sonst muss man die ganzen Verkleidungen unten demontieren. Und ich muss sie auch noch auf Holz setzen. Deshalb benutze ich immer folgende Methode. Ich habe hier eine U-Schiene. Die U-Schiene geht unter dem ganzen Auto durch und dann lupfen wir das Auto mit der U-Schiene hoch. Und das Auto steht dann wunderbar hier auf solchen Gummis am Wagenheberpunkt. Kann also gar nichts passieren. So, jetzt könnt ihr den hier so hochnehmen. Wenn er mal eine gewisse Höhe hat, unterstützen wir den ganzen Balken hier mit massivem Holz. Das Holzbalken. So, ihr seht, mit diesem kleinen Trick kann man das Auto genauso gut wie in der Werkstatt anheben. So, wir haben unsere endgültige Höhe erreicht und jetzt setzen wir schön auf dem Holz ab. So sitzt das Auto gut und ich habe nun ein praktisches Tischchen für mein Bier. Wenn das Rädchen frei ist, können wir es komplett runternehmen. 5 Schrauben, wie in der deutschen Oberklasse üblich ist. Und dreht ihr dann ein bisschen den Schuh dagegen, dann fliegt euch das Rädchen nicht gleich runter. Und dann könnt ihr es vorsichtig abnehmen. Hier haben wir jetzt die Bremsanlage. Wir wollen einerseits die Beläge wechseln, da könnte man theoretisch hier aufmachen. Da ich aber sowieso die Bremse wechseln muss, machen wir den ganzen Träger mit der Bremse weg. Jetzt haben wir hier auch noch die Seite mit dem Wandkontakt, also vorne ist die auf der linken Seite. Der Wandkontakt geht hier hoch bis hier drunter. Mit dem beginnen wir. Das heißt, der Wandkontakt ist erstmal hier festgemacht unter dem Entlüftungsventil. Dann sitzt er einmal hier. Und dann sitzt er da hinten drin nochmal. Dann geht es hier weiter zur Dings. Da habt ihr unten solche Häkelchen. Dann geht die auf, die Klappe. Und der Bremsensensor ist der obere. Den müssen wir rausmachen. Und unten ist der ABS, den lässt er in Ruhe. Aber ihr seht, hier ist verdammt viel Dreck drin. Das heißt, ich blase jetzt erstmal mit ein bisschen Pressluft aus. Dann könnt ihr hier unten drauf drücken. Da ist die Haltenase. Dann kommt der Kontakt so raus. Jetzt müssen wir den Kontakt trennen. Der hat hier Rastnasen. Und er ist getrennt. Den Bremssattel jetzt zurückzudrücken, nehme ich immer gerade eine Schraubzwinge. Die setze ich hier an. Und jetzt drückt den einen Belag langsam rein. Okay, so könnt ihr ihn zurückdrücken. Wenn ihr das drückt, müsst ihr oben schauen, dass nichts überläuft. Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist bei diesem Auto etwas versteckt. Da macht er hier die Dings zurück und dann könnt ihr die Klappe, so, da unten ist noch ein Haken, dann könnt ihr die Klappe so rausnehmen. Jetzt sind wir hier gerade so ein Maximum, ich muss noch ein Stückchen drücken, aber immer aufpassen, dass hier nichts überläuft. Das reicht jetzt, um die runterzukriegen, aber wie gesagt, wir machen ja den ganzen Sattel runter. Der Sattel hat 2 Schrauben, eine hier und eine hier oben. Die haben 18er Schlüsselweite, also Vorsicht, keine 19er Nuss nehmen. Ich benutze einen riesen Breakerbar, weil die sitzen geschmackvoll. Also auf jeden Fall einen langen Hebel benutzen, dann gehen die gut. Einfach auf. Und auch die kommt
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit einem langen Hebel schafft. Wenn die Schraube mal los ist, könnt ihr mit der Ratsche weitermachen. Hier ist wieder das übliche Problem, die sind verrostet bis zum geht nicht mehr. Aber damit beschäftigen wir uns nachher, wenn wir das Teil hausen haben. So, Weilchen später haben wir die untere mal hausen. Und jetzt machen wir noch die obere raus. Dann brauchen wir schon eine Unterlage, wo wir das ganze Ding draufstellen. Und wenn wir das Teil haben, setzen wir das hier mal einfach vorsichtig auf den entsprechenden Klotz ab, dass der nicht so wahnsinnig in den Bremsleitungen zerrt. Die Bremsscheibe wird hier durch eine Sicherungsschraube gehalten. So, den Kopf müsst ihr gründlich reinigen. Sonst ist das schon vorprogrammiert, dass der Imbus durchdreht. Ich nehme für diese Schrauben, obwohl die bei BMW deutlich besser sind als bei anderen Fahrzeugen, doch einen Schlagschrauber. Da geht es am einfachsten raus. Und dann fliegt die ganze Bremsscheibe runter. Also gleich halten, Bremsscheibe abnehmen. Das war die alte Scheibe. Die Radnabe sieht hier noch klasse hübsch aus. Die wischen wir also nur ein bisschen ab. Wenn die rostig wäre, müsst ihr eine Drahtbürste oder Schleifpapier nehmen. Aber hier genügt so. Damit es auch so bleibt, benutze ich ein bisschen Keramikpaste hier auf der Narbe. Aber nur dünn. Nimmt ja nicht einen Eimer voll. Beim Aufsetzen gibt es nur eine Orientierung. Den Kranz könnte man versetzen, aber wir haben ja nur eine Sicherungsschraube. Ich habe die mal ungefähr oben platziert. Das heißt, die kommt so drauf. Und jetzt nur noch die Sicherungsschraube rein. Bei dem Paket ist eine neue dabei, könnt ihr also ruhig eine neue nehmen. Die neue Sicherungsschraube wird mit 16 Newtonmeter angezogen. Und 16. Jetzt machen wir die Belege raus. Die Außenseite, da müsst ihr aufpassen, die Innenseite sind verschieden. Die Außenseite ist hier nicht, hat keine Nase für den Wandkontakt und drückt da gerade so raus. Der ist hier eben. Zwar eine Lücke, aber sonst hat er hier keine Nasen. Der Innenkontakt, und dann Schraubenzieher nehmen, hier ein bisschen hoch. Der Innenkontakt, da ist der Wandkontakt angeschlossen. Seht ihr, ist auch alles ganz schön dreckig. Jetzt kommt der raus mit dem Wandkontakt. So müssen wir den dann nachher auch wieder einfädeln. Und ihr seht, die Bremsen sind so weit unten, dass der Wandkontakt gerade am Anschleifen war. Da müssen wir also auch einen neuen Wandkontakt verbauen. Den ganzen Sattel da gründlich reinigen. Der ganze Bremsstaub muss runter. Könnt ihr eine Zahnbürste oder, was auch geht, könnt ihr so eine Messingbürste für den Zündkerzen nehmen. Geht auch. Seht, da ist jede Menge Dreck drin. Bei diesem Fahrzeug werden auch noch die Führungsschienen der Belege gewechselt. Die sitzen zum einen da hinten, also da ist es so eingebaut. Der Belag gleitet hier und die andere Schiene sitzt auf der Seite. Mit dem Schraubenzieher ein bisschen drunter und dann kommt das Blech da raus. Ja, jetzt haben wir die eine Seite und die andere kommt auch. Kommen die da raus. So, das war die eine Seite. Also wie gesagt, so rum kommt die rein. Der Bügel geht nach hinten rum. Bevor dass wir die einbauen, müssen wir natürlich auch die Unterlage gründlich reinigen. Und ich bevorzuge auch, dort etwas Keramikpaste drauf zu machen. Wiederum Keramikpaste, weil BMW schreibt wegen manchen Aluminiumteilen hier Keramik statt Kupferpaste vor. Also gerade hier unter die Führungen ein bisschen. Dann setzt er das Blech von der Zylinderseite her kommend ein. Da hüben wird es ein bisschen eng, da müsst ihr dann da unten auf die Ecke ein bisschen mit dem Schraubenzieher drauf drücken und dann rutscht es hier vorbei. So, ist drin. Und jetzt können wir es hier drauf schieben. Es ist hier drin und hier ist drin. Müsst ihr ganz nach hinten drücken, dann passt es. Wenn die Führungen, hier ist eine Führung und hier ist eine Führung, wenn die stimmen und das Ding ist ganz hinten, passt das Blech.
Die gleiche Nummer mit dem Blech hier an der Vorderseite. Die Seite haben wir schon mal. Und die kommt da hinten auch raus. Nötig wäre der Wechsel eigentlich nicht, aber wenn sie schon dabei sind, das seht ihr, wenn man die sauber machen würde, würden sie auch wie neu aussehen. Die müsst ihr natürlich wieder säubern, die Führungen. Dann auch hier wieder in die Führung oder in die Halterung unten dran ein bisschen Fett rein. Also mein kleiner Finger passt genau rein. Der Bügel zeigt zu euch, der muss hier nachher anstehen. Jetzt wird das neue Blech von der Kolbenseite her kommend hier ein. Hier müsst ihr ein bisschen spielen, bis es drunter rutscht. Aha, genau drauf. Einmal andrücken. Das sind nur nicht weh. Jetzt seht ihr, der Kolben hier ist ein bisschen eingegriffen, ist aber unproblematisch, ein bisschen Flugrost. Dass das nicht mehr wird, können wir an die Stelle auch einen Hauch Fett drauf machen, also wieder von der Keramikpaste. Jetzt steckt er den Wandkontakt von hinten durch den Sattel. Der neue natürlich. Ihr seht, hier sind die Federklammern. So, und der wird wird er jetzt halt hier eingedrückt. Hier mit Kraft eindrücken, dann sitzt er. Bei den Belegen kommt die Keramikpaste hier auf die Führungen, also insbesondere an der Seite. Achtet aber darauf, dass er nichts auf die Vorderseite der Belege bekommt. Dann hier auf die Führungen. Und ja, nicht zu viel nehmen. Wenn das Zeug mal in der Bremse rumläuft, weil es zu viel war, wird es lustig. Dann wird der Belag so eingesetzt. Ihr seht, da unten muss er hier links und rechts in die Führung kommen. Da ist er drin, da ist er drin. Müssen wir hinten noch nach dem Kabel schauen. Der Wandkontakt läuft auch gut. Okay, der ist mal drin. Jetzt habt ihr auch die Chance, den Kolben nochmal vollständig zurückzusetzen und natürlich immer oben drauf achten. Noch geht's gut. So, wenn der Behälter zu voll wird, müsst ihr halt ein bisschen ablassen. Erstmal den Schwimmer abtropfen lassen, weil Vorsicht, die Flüssigkeit ist aggressiv. Dann bindet ihr den Schwimmer mal ein, weil da darf auf keinen Fall Dreck reinkommen. Dann nimmt er eine Injektionsspritze und zieht mal anständig von der Flüssigkeit weg. Wenn es dann mal oben wieder weniger ist, können wir jetzt noch den Rest zurückdrücken. Aha, hier sind wir am Ende. Jetzt müsste die Bremse wieder drauf passen. Die gleiche Nummer mit dem äußeren Belag, also hier an den Führungen fetten. Dann auf der Rückseite ein bisschen verreiben. Ja, nicht zu viel nehmen von der Seite und nichts auf die Vorderseite bringen. Anmerkung, das hier sind gefasste Belege, die sind schon schräg. Wenn diese Schräge nicht drauf wäre, bei Billigbelegen nimmt er eine Feile und macht sie drauf. Aber hier muss ich nichts tun, sind schon okay. Dann kommt der Belag auch wieder in seine Führungen. Und das war's schon. Ihr seht, die Gewinde sehen nicht mehr besonders gut aus, zeigt sich auch daran, dass die überhaupt nicht rein wollen. So können wir es auf keinen Fall einschrauben, wir müssen erstmal nachschneiden. Das Nachschneiden der Gewinde ist nicht ganz einfach, weil ihr braucht nämlich ein 12 x 1,5 Feingewinde-Schneideisen. Tipp von mir, im Baumarkt bekommt ihr sowas nicht. Dann richtig ansetzen und jetzt seht ihr, wie der Rost knirscht. Jetzt ist das eine ganz andere Nummer, seht ihr, die geht jetzt ganz leicht rein. Gut, dann können wir den Sattel mal montieren. Den Sattel ansetzen, hoffen, dass er weit genug zurückgedrückt war. War er. Und jetzt müssen wir da die Schraubenlöcher suchen. Wenn die jetzt noch verrostet werden, möchte ich gar nicht wissen, wie kompliziert die Nummer wird. Dann könnt ihr die unteren Schrauben, ihr seht, wie leicht die jetzt gehen, nachdem ich die Gewinde nachgeschnitten habe. Können wir mit der Hand fast bis zum Ende anziehen. Dann mal handfest.
Oben natürlich auch. So, die Schraube für den Bremssattel bekommen 110 Newtonmeter. Das war die untere. Und 110 für die obere. Der Wandkontakt kommt hier hinterm Federbein rum. Das war der eine Halter, war hier. Da muss dieser Teil hin. Und dann schauen wir mal weiter. Der muss einfach so hier drauf gesteckt werden. Dann können wir den hier nachher auch noch unter das Entlüftungsventil machen. Dann kommt er hier oben rum. Aha, hier ist eine zweite Halterung. Da muss er so drauf. So, jetzt müsst ihr mal schauen, wie die Orientierung von dem Stecker ist. Da geht nämlich nur in einer Stellung vernünftig rein. So, dass er hier die Nase trifft. Aha, Klick und wir haben. Dann kommt der auf jeden Fall mal hier wieder rein. Das Kabel muss hier durch. Dann kommt die Klappe zu. Jetzt ist er richtig drauf. Okay, das war's. Jetzt noch ein Entlüftungsventil. Und hier gibt es zwei Ecken. Das hintere ist das richtige. Da kommt er nochmal unter das Entlüftungsventil. Und die Bremse wäre jetzt im Prinzip wieder fertig. Allerdings haben wir noch ein kleines Problem. Die Belege sind ja noch ganz zurückgedrückt. Das heißt, wenn wir jetzt einsteigen und losfahren, knallen wir gegen die Garagentür. Deshalb gehe ich jetzt in den Innenraum und drücke die Bremse so lange, bis er anliegt. So, und ihr seht, wenn ich jetzt drücke, es geht. Die lagen schon relativ nah und schon ist die Bremse hart. So, das sind lackierte Scheiben, das heißt, die sind nicht gefettet, deswegen ist das mit dem Bremsenreiniger nicht ganz so wichtig. Wenn das gefettete Bremsen gewesen wäre, hätten wir es auch schon vorm Einbau entfetten müssen. Ein bisschen kurz die Scheibe durch, das reicht aber dann schon. Die Rückseite natürlich auch. Beim Ansetzen vom Rad müsst ihr jetzt gut zielen, damit die Löcher unten die auf der Scheibe treffen. Wenn sie nicht ganz treffen, nehme ich immer so einen Schraubenzieher und unten haltet ihr mit dem Fuß fest und dann mal eine Schraube rein. Aha, die passt nicht ganz, also muss ich das Loch ein bisschen so rüber justieren. Wenn mal eine drin ist, kann euch wenigstens das Rad nicht mehr runterfallen. Dann macht ihr schön die ganzen Radschrauben rein. So. Dann ziehen wir mal so weit fest, wie es mit der Hand und Gegenhalten geht. Natürlich müsst ihr die Bremsen immer beidseitig machen. Die mache ich jetzt alleine, ohne euch. Jetzt kann der kleine Weiße wieder auf seine Räderchen. Also heben wir wieder ein bisschen an. Da müssen wir bei der Methode aber stufenweise vorgehen, weil sonst kommen wir zu schräg mit den Balken. Das heißt, eine Ladung hier und dann setze ich von der anderen Seite wieder runter. So, abwärts, sagt er. Das sollte jetzt die letzte Stufe sein. Wenn der Kleine wieder auf seinen Rädern steht, dann ziehen wir alle mit 120 Newtonmeter in so einem Sternmuster hier an. Beim Einsetzen der Zierkappe müsst ihr erstmal den Kanal fürs Ventil suchen. Dann kommt der Kanal fürs Ventil rein. Dann setzt ihr die rundrum mal so grob an. Und jetzt bin ich nicht der Grobmotoriker vom Reifenhandel, der jetzt einfach mit dem Vorschlaghammer draufhaut, sondern bei mir werden die so ein bisschen hier gedrückt. Und erst wenn sie soweit sitzt, wird sie geklickt. Schaut ihr nochmal, Ventil passt. Gut, das ist so knapp an Max.
So seht ihr, wir haben sogar die richtige Menge abgelassen. Der steht nämlich ziemlich genau auf Max. Ja, da steht er und da ist der Pfeil. Können wir also lassen. Dann könnt ihr den Schwimmer wieder vorsichtig einführen und den Deckel draufschrauben. Und dann müsst ihr den Deckel ganz trocken halten. Bisschen anziehen, handfest genügt da. Oben Fernkontakt gegenhalten. Schon. Beim Einsetzen müsst ihr hier darauf achten, dass das hier runterkommt. Hier kommt es einfach da rein. Dann kommt es hier drauf und hier zweimal eingehakt und ihr habt es. Drauf gehen die Teile immer besser, wie sie runtergehen. Wisst ihr ja. Hier sind wir soweit fertig, also kann die Klappe wieder zu. So meine Freunde, jetzt haben wir auch mal einen BMW gemacht. War zwar nur eine kleine Sache, trotzdem seid immer vorsichtig bei den Bremsen, macht nur das, was euch wirklich zutraut und lasst den Experten nochmal drüber schauen. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.